In diesem Video werden wir über die Programmierung, die Integration von Python und mögliche Lösungen mit künstlicher Intelligenz sprechen. Okay, wenn Sie mein letztes Video gesehen haben, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass ich ein paar Tage lang nicht erreichbar war, weil ich krank war. In dieser Zeit konnte ich einfach nichts erledigen. Davor gab es allerdings einige andere Dinge, die erledigt werden mussten, vor allem in diesem Jahr. Es gab irgendwie doppelt so viele Termine wie in den Jahren, als wir noch zu Hause saßen und Videokonferenzen machten. Aber jetzt bin ich endlich dazu gekommen, eines der Projekte in Angriff zu nehmen, die schon lange auf meiner Liste stehen. Dabei handelt es sich um die Integration der Programmiersprache Python und MQL5, um tatsächlich etwas zu handeln. Es gibt eine Schnittstelle, die eine Verbindung zum MetaTrader 5 herstellen kann, und sie kann mit der Programmiersprache Python programmiert werden. Dies machte jedoch lange Zeit wenig Sinn, da MetaTrader auf den Handel spezialisiert ist und Python eher ein universelles Tool ist, mit dem man viele Dinge tun kann, dem aber auch einige Funktionen fehlen, die bereits in MetaTrader eingebaut sind. Nun gibt es aber seit 2023 eine explosive Entwicklung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, und auch ich habe mich damit beschäftigt. Die Programmiersprache Python ist derzeit die führende Lösung für diesen Bereich. Es gibt noch eine zweite Programmiersprache, die sehr interessant, aber auch sehr kompliziert ist, zumindest wenn man bedenkt, was wir in diesem Bereich bereits behandelt haben. Deshalb wollen wir jetzt damit beginnen, uns die allererste Version der Verbindung zwischen Python und MetaTrader 5 anzusehen. Denn wenn wir das richtig hinbekommen, werden wir in Zukunft in der Lage sein, künstliche Intelligenz in unsere Handelslogik einzubauen. MetaTrader selbst unterstützt derzeit keine Art von künstlicher Intelligenz, die innerhalb von MQL5 programmiert werden könnte. Aber vielleicht wird sich auch das in Zukunft ändern. Warum sollte das jetzt Sinn machen? Nun, Sie können im Grunde davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz, genau wie das Internet, nicht verschwinden und uns auch in Zukunft begleiten wird. Natürlich können Sie sich immer gegen den Fortschritt stellen und hoffen, dass etwas anderes passiert, als Sie erwarten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt glaubt wohl niemand wirklich, dass Lösungen mit künstlicher Intelligenz nicht die Zukunft sind. Machen wir uns also auf den Weg und sehen wir uns an, wie sich MetaTrader und die Programmierung mit Python vertragen. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir einige einfache Beispiele durchgehen, mit denen Sie Ihre ersten Schritte machen können. Vielleicht können wir nächstes Jahr auch künstliche Intelligenz in unserem eigenen Handelssystem produktiv einsetzen. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Das war's mit der Einführung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.